Zum Nachbau eines Printer-Interfaces für den Mikrocomputer Microprofessor brauche ich einen Motor der Firma Seiko, der aber leider nicht mehr gebaut wird. Da muss man dann auf Vorhandenes zurückgreifen, wie das System Sharp CE125, das einen kompatiblen Motor enthalten soll. Ich konnte mir in der Zwischenzeit so ein System besorgen und werde auch den Motor ausbauen. Vorher habe ich mich aber noch etwas kundig gemacht und auf der Webseite von Walter Fischer, K. Fischer, ein interessantes Experiment zur Ansteuerung des Druckers über ein Arduino gefunden. Damit kann ich ja den Drucker auf seine Funktion testen. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und noch ein kleiner Hinweis: Auf der GitHub-Seite von Tano gibt es eine Anleitung, den Drucker über ein ESP32 anzusprechen. Der Aufbau der Versuchsanordnung ist auf dem angezeigten Fritzing-Plan zu sehen. Ich brauche dazu außer dem CE125-System einen Arduino Uno, eine kleine Steckplatine, einen 10 Kiloohm Widerstand und 12 mal passende Dupont-Kabel in den angegebenen Farben Schwarz, Weiß, Gelb, Braun, Violett und Grün. Jede Farbe zweimal. Aufgebaut sieht unser System dann so aus. Etwas unübersichtlich, aber durch die Farben der Kabel leicht zu überprüfen. Den Sketch, geschrieben von Walter Fischer, habe ich fast ohne Änderungen übernommen. Nur der zu druckende Text ist etwas abgeändert und meinem Kanal angepasst. Der erste Testdurchlauf ohne Arduino ist gelungen und so hänge ich nun das System, das ich vorher zusammengebaut habe, an die Arduino IDE. Sofort nach dem Upload des Programms fängt der Drucker an zu laufen und spuckt mir einen kleinen Streifen mit 3 Zeilen aus. Der Schriftzug Mein Elektronik-Hobby, das Alphabet ohne das Y und das Z. In einer Zeile können nur 24 Zeichen stehen. Und das sagt auch die letzte Zeile auf Englisch aus. This are 24 byte. Der Motor funktioniert also und ich kann ihn mir nun näher ansehen. Und dazu muss ich ihn natürlich ausbauen. Es ist eigentlich schade, das funktionierende CE125-System zu bearbeiten. Aber ohne dazugehörenden Taschenrechner kann ich wenig damit anfangen. Und außerdem brauche ich den Motor ja für meinen Nachbau des MPF1 Printer Interface. Zuerst entferne ich die Schrauben und hebe den oberen Teil ab. Nun liegt der Motor schon frei vor mir und ich könnte ihn entnehmen. Aber der Motor ist noch mit der Systemplatine verbunden. Den Folienstecker kann ich vorsichtig entfernen, aber die Steuerung ist mit 5 Drähten festgelötet. Das ist aber auch kein großes Problem und nach kurzer Zeit liegen auch diese Verbindungen frei. Nun ist der Motor ein Seiko, ein Seikosha, wie auf dem Druckwerk eingepresst, MTP 201 für den Einbau in das Printer-Interface bereit.
Auf dieser Webseite aus Portugal ist der ganze Aufbau und die Materialzusammenstellung zum Bau des Druckerinterfaces für einen MPF 1B zusammengefasst. Nur der Motor ist wohl nicht mehr über AliExpress lieferbar, daher meine Arbeit mit dem Test und Ausbau des Motors aus einem Sharp CE 125 System. Ein entsprechendes Aufbauvideo ist für die nächste Zeit in Planung. Ich sage danke fürs Zuschauen bei diesem Video und lade Sie ein, sich sozusagen die Fortsetzung auch anzuschauen. Bis dahin tschüss und Salü aus dem Saarland.